Bin mir zwar jetzt nicht sicher, aber hier könnte es auch Rezepte geben. Ich habe nämlich auch noch nie nachgeschaut. Ne, Baklava. Bodytackel. Aktuelles Verfahren. Ich hoffe es einfach nicht. Dann müsste ich schon haben. Geld soll es ja nicht schaden. Ja, die habe ich schon. Time to go. Also gesehen nach dem Update immer schön nach Rezepten schauen. Es könnte ja was geben, was interessant ist. Wie jetzt das Neue, was es hier unten gab und was war's denn jetzt eigentlich? Duftende Fleischbällchen, okay? Und Sabus Fleischeintopf. Das geht ja. Festtagssaft. Die habe ich auch noch nie hergestellt. Manches habe ich angefangen. Anderes noch nicht. Interessant. So, das will ich aufnehmen, genauso wie das will ich aufnehmen. Und das ist so gesehen das Event. Und das Event machen wir jetzt einfach erstmal. Und dann gehen wir erstmal so gesehen in Ruhe das Event und dann ja, ein bisschen weiter erkunden, mal gucken, was wir noch so finden. Gestern waren es ja 34%. Und heute, ja, mal gucken. Time to go. Ich habe mich richtig How about angeguckt. Boots, we go say hi to Xiangling first? Huh? Xiangling? What a pleasant surprise meeting you here! Oh, why the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? Alles I gut. sense you are older and wiser than the last time we met. It seems your travels continue to yield valuable insights. Danke euch, Zhongli. You are too kind. So, Xiangling, are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However, I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal bamboo shoots instead? Wait, Paimon knows! Because Zhongli prefers the finer things in life, right? Okay, Mr. Particular, let me guess. Ahem. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? Well, we were planning to use the
opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo shoots placed together in the pot and left to simmer slowly for half a day. Habe sowas noch nie probiert. You're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. Why, I assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to taste. Ugh. Let's go, Traveler. Paimon's taste buds can't take it anymore. Gut, gehen wir gleich. Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has got to get her hands on some of that soup. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. See? Paimon knew he was just bamboozling us. However, there is no need to rush. The streets of Liu will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. Wir melden uns später bei euch im Bestattungsunternehmen Wangsheng. We're heading out. Enjoy your walk, young Lee. Take care now, you two. Wo müssen wir denn hin? Das sieht wieder so schön aus. Schön ist, ich müsste ja noch ein paar müsste ich doch noch haben. Hier. This scenery is wonderful. Lass mal auch Surely enough to versteigen. convince anyone to become a wanderer. Verschwinden leider. Denn okay, das war irgendwie klar. Bamboo shoot, nascent bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. These should be enough. Let's head back. Help! Help! Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? I think I'm okay now. Thank you so much. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? Greetings, everyone. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the Traveler. Hallo zusammen. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. I came through Stone Gate intending to head towards Liyue Harbor,
but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! You're welcome. Mmm, so tasty. If only there were more. Du hast doch am meisten gegessen. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was going to run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, Traveler. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue's snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. Both are delicious in their own way. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Iridescence Tour? Erkundung-Tour. Noch nie davon gehört. The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument,
so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called the Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Wow! Eine besondere Legende. Well, yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story and its historical grounding better than anyone else. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day. But then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! Paimon would definitely remember that for the rest of her life. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom, but more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue, so I followed their advice and made my way here. Und dieser Ort befindet sich wirklich in Livestreams? Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Jingsa Village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Don't worry, Yao Yao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of Mora on several bottles of fine wine, which I left at the Statues of the Seven along the way. Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Qixing know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. Das klingt nach einer guten Idee. But you've already helped me so much. Well, I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? Lass uns gehen. All right, well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone. Please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well. Paimon
a cheerleader instead. Ein Schuldentreiber. Into the wind. Man kann nie genug von den Schuldeneintreibern haben. Dann komm her. Shine down. Hold the line. One with nature. Can't run from death. Moment. Ja, das lohnt sich jetzt nicht zu laufen. Das lohnt sich definitiv nicht zu laufen. Liyue Harbor looks very different from when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lantern Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great! Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Na dann. Wenn er stehen bleibt. Well, hey, everyone. Well, fancy meeting you all here. What a nice surprise. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. Ihr könnt euch also. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Well, feels like I've been chasing this Iridescence Tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? Yes, please! No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Keqing and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion.
Ein Musikfestival zum Laternenritual wird sicher etwas Neues bringen. That's the spirit! See? Even the traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Rock Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about the senior of yours Xinyan mentioned just now, is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after a bunch her. of interesting gadgets. I know all you must from have my looked out for time. her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. Jetzt hier wieder viel los. Kranich. Oh, schick ist das. Bisschen groß vielleicht, aber schick. Vor allem die Bühne, die haben wir ja so gesehen. Da haben wir als Deko. Aber immer die schönste Zeit. Lantern Rite means the new year is upon us. Vor allem, wo müssen wir eigentlich... Gut, da können wir jetzt auch hochlaufen. Einfach nur schön. Eigentlich müsste ich auch Fisch sammeln, aber... Kann halt nie genug kriegen. Das ist wirklich so ein... dann eigentlich nie genug haben. Kannst halt irgendwie immer irgendwann mal brauchen. Man weiß die Bayern, weiß nicht wo, aber... Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? See. Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you.
Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern ride, are we? Hallo, Madame Ping. You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival! Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. Wie wär's, wenn wir den Laternenritual einige musikalische Elemente hinzufügen? Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along now. Don't let me hold you up. Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. Time to go. Na dann, lassen wir absammeln wieder. Man weiß ja nie, wenn man es braucht. Muss man sich immer nach oben. Brauchen wir nicht mal den Aufzug. Soll uns ja recht sein. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried Genshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, you'll end up falling asleep in the grass again. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Paimon nimmt kein Blatt vor dem Mund. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work.
and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Ah, Paimon will do the honors. What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. It may be a little difficult to make this happen. Oh? Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue, let's reserve a space at the docks. Stattdessen ist es dann das Sahnehäubchen auf den Kuchen. Yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. Paimon sei nicht hungrig, so. I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. So effizient. Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. I will. Okay, I should be getting back. If Yao-Yao stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Everyone, I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. Thank you, Yao Yao. Happy Lantern Rite to you, too. We should go get dinner together sometime!
Na dann warten wir die 2 Stunden. Sind zwar ein bisschen mehr als 2 Stunden, aber wir sollen halt warten. There are Greetings, traveler, Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Kuching. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. Yay! That's awesome! So sehr effizient. Please. The Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things forward to the next step. On a more personal note, I am an avid supporter of all things new and innovative. As such, it is my privilege to work with you on this exciting project. Thank you so much, Kuching. I'd become quite discouraged after our recent failures and was expecting the same outcome once again, so I didn't dare to get my hopes up. Never in my wildest dreams could I have imagined this going so smoothly. It's like a dream come true. Right. Time for me to call in the performers. To stage a concert at a high-profile event like this is a rare opportunity. We'll make sure it's a night to remember. Yes! Our music band's finally getting fired up! Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. Was ist mit der Geschichte deines Vorfahren? Oh, that. Oh, that can wait for another time. Oh, Ganyu? What's wrong? they told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't worry about me, Ganyu. Your time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Lantern Rite. Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an Adeptus. What do you think? Das könnte eine Möglichkeit To sein. tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the Adepti myself. I am part human and part Qilin. The Qilin is an illuminated beast. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before, trying to find out where I belonged. Did you say the Adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin? Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? So it's not just artistic license? You bet they're real! Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to our network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment? Will you be able to make time? I can probably get through everything in 2 days, as long as I don't sleep. Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching. Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In that case, 3 days. All right, I can work with that.
If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people. I'll feel much more at ease with your company. Kein Problem. Okay, then let's meet back here in 3 days. Natürlich. Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get to the bottom of this. You're all so helpful and kind. I just... Just think, imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. Wouldn't that be amazing? It'd be such a happy reunion, and that's exactly what this festival's all about. Ich bin mir sicher, dass der Wind, der dich hierher geführt hat, dasselbe ist. You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern rite a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too! I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? Music sounds nice? Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. Time to go. Time to go. Follow the wind. Can't wait to see my adorable daughter. Lady Yuhang? Baiwen, what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to take appropriate action. I understand. In that case, Vielleicht können wir dir dabei helfen. Kuching, you're busy enough as it is. There's a ton of different things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Well, he will handle it. With the Traveler on the case, it's as good as dealt with. Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and let me know. Will do. And say hi to Ningguang for us. you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Good luck. Na dann, wo müssen wir denn hin? Mürchen. Allow me. Nicht. This life is In here was the worst idea ever. Nicht. Happened yet? Nein. Nicht der Ort hier. Hier. Time to go. Byron said the strange tune was coming from around here, right? But
Paimon doesn't hear anything. There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who in their right mind would come out to a place like this. So, it's you two. Yeon! How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack. You look pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. Fair enough. Weißt du etwas über diesen seltsame Melodie? Ah, you're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. Na dann. Ohne untersuchen. The stuff by the door is in pretty good condition, though. It can't have been too long ago that someone was last living here. This place is completely empty. There's nothing valuable left here at all. Dass man da noch was sieht. Und das steht die Tür. The doors and windows are all fine, so there definitely wasn't a break-in. How strange. It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Yeon, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, well... Paimon gives up then. Paimon's got nothing. What about you? Give up as well? Derzeit gibt es nicht genug Informationen. Yep. It's not obvious at first sight, that's for sure. To be honest, I was only able to put it all together because of some background knowledge about this area. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. Everything else was left behind. The bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again, and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. The important thing now is to find this copycat criminal. Vielleicht sollten wir nach Fußspuren suchen. On any other day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So basically, if we want to find the culprit, we just need to follow Yeon. Dann. As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down.
Nicht wegrennen. Dann werden wir mal hinterher. Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Huh. Their pace has increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. Wir laufen schon. Nicht stehen bleiben, einfach laufen. There they are! Look! A treasure hoarder tent! Ugh, not the treasure hoarders again! And so close to Lantern Ride, too! 'Tis not the season for their antics! Come on, let's round them up. Ach, Schweini ist hier unten. Schweini hat uns nichts getan, aber... Holz kann man halt immer brauchen. Man halt immer wieder sammeln, aber... Hey! Who are you? Where did you come from? The evidence is conclusive. Okay, confess and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. Busted! Curses. Seems like you're not all talk after all. There's no going back now. Better up my game. Gotcha. Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say. Please have mercy. Tell us everything. You have one chance, and I'm warning you. Don't make me ask twice. I won't, I swear. You know, so Lantern Right's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So I don't have the guts to break into somebody's house. Wow, you're really going to complain to us about that? No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay, continue. I racked my brains trying to think of what I could do, and eventually, I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did, and they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy, I couldn't resist. It was completely wrong of me, I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition, and it'll be like it was never gone. Please, give me a chance, huh? Let me make it right. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Lantern Right behind bars. Yes? Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity.
You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean... That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. Verstehe. What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information, so play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me, too. See you when I see you, and happy Lantern Rite. Leon's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete! Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Wieso ist es so schade? Because Paimon's curious, that's why. It's like when you have a tune stuck in your head, but you don't even know what it is. It's driving Paimon crazy. When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts. Paimon never imagined that music could be used to commit crimes. Es kommt auf die Gedanken des Benutzers an. Oh, really? Huh. Makes sense. Paimon's musical understanding improves again. Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Liyue Harbor. Byron's still waiting for us with our random event rewards. It's nur ein Apfel. Man nimmt, was man kriegen kann. That's great news! Oh, please wait here a moment if you would be so kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. My greetings to both of you. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. You must be super busy with all the preparations for Lantern Rite. Don't mind us. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. The financing arrangements alone could well entail many rounds of discussion. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead? Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer.
I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Yeah, it looked like a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal friend. Das ist schon so lange her. Also kann ich mich nicht mehr daran erinnern. On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. I wondered whether the melodies will be to their liking. Oh, they're gonna love them. I'm sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and Heroes of the Past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend. I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. Do share it with me, won't you? I couldn't bear to miss out. Abgemacht. Strahlende Funken, Schattentheater durch Nebel und Wellen, namenlose Helden. Wenn das Land der bereits Werberin der Abenteuer gilt eine interessante Aktion vor. Ein paar Worte vor der Vorstellung. Ein Mann sehnt sich nach seiner Frau. Adepten und Dämonen, ehrliche Romantik, all das im Schattentheater. Durch den Nebel und Wellen. Während des Laternensolles scheint sich Huixin die Steuerfrau der Kruxflotte auf eine einzigartige Ausbildungsprüfung vorzubereiten. Namenlose Held in die ist ein Abenteurer mit einer bestimmten Aufgabe beschäftigt. Okay. Fangen wir vorne an. Ja gut, zum Thema, wir fangen vorne an. Ich würde sagen, man fängt eigentlich immer oben an und arbeitet sich dann Stück für Stück nach unten. Normalerweise. Namenlose Helden, würde ich dann mal sagen, komm einfach an. Dann haben wir hier hin. Time to go. Wurde dieser Bereich aufgeräumt? Ich denke schon. Was für Kopfschmerzen. Du bist der Reisende. Tut mir leid, ich war zu beschäftigt. Ich habe dich gar nicht bemerkt. Womit bist du beschäftigt? Es ist so, für das Laternenrüttel dieses Jahr sollten wir die Ämter. Die Medien sind in erster Linie für die Patrouille in der Stadt und anderen wichtigen Gebieten zu stehen. Wir hingegen dürfen ein paar Monster in der Wildnis räumen und auch die nichtsnutzigen Banditen. Apropos, bist du auch ein registrierter Abenteurer, nicht wahr? Ich habe schon viel von deinen Heldentaten gehört. Wenn du willst, kannst du uns helfen. Was sagst du dazu? Was sind Feiertage?
Da wir den Rat während der Feiertage helfen, geben sie uns auch einige Sondermittel für unsere Arbeit. Sollten die Abenteuer bereit sein, diese Mission anzunehmen, können sie nach Abschluss ihrer Mission zusätzliche Belohnung erhalten. Über wie viel reden wir? Vertrau mir, der Rat wird dich großzügig belohnen. Das hängt davon ab, wie viel Arbeit ich noch vor mir habe. Aha, also gut, ich wusste, dass das nicht untätig zu sehen wird. Ich werde alle Orte markieren, die von der Gilde bereits bestätigt wurden. Außerdem bitte ich dich, diese kleine Abschussrohr zu halten. Wenn du wirklich diese Mission annimmst, vergiss nicht nach der Räumung eines Gebiets ein Feuerwerk aus diesem Abschussrohr abzufeuern. Nachdem du das Feuerwerk abgefeuert hast, wird die aus der Gilde das Gebiet als geräumt markieren. Und dann werden wir den Gesamtplan anpassen, je nachdem welche Bereiche geräumt worden sind. Das klingt ziemlich planmäßig. Ja, aber es ist schließlich das Laternenrüttel. Es darf nichts schief gehen. Es hält alle im Moment in Atem. Vergiss erstmal, ich werde mir die Situation ansehen. Später muss ich mich bei Lan melden. Schließ Staub aufwirbeln ab. Schließ Staub aufwirbeln ab und Staub aufwirbeln, okay? Hier kann man nicht. Ja. Okay, das ist nicht schwer. Plätzchen. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Into the wind. Okay. That hurt! One with nature. Fallen leaves adorn my night. Also irgendwie geht das relativ fix. Into the wind. Flames, purge! Wind strider. Clouds high. The birds call. Time to go. Und das nächste Feuerwerk.
Whee! Wo ist mein Wind? Was das schön. Das war's schon. Ja. Okay. So, morgen. Festlichkeit 75. Welchen Charakter sollen wir nehmen? Ich würde fast sagen, wir nehmen einfach sie. Yao Yao. Die meisten Charaktere gleich halt eh schon Max. Boah. Da lohnt sich das so gesehen sonst nicht. Daher mehr oder weniger man nimmt, was man halt sinnvoll hält. Machen wir dann hier das mit weiter. Durch den Nebel und Wellen. Lange nicht mehr gesehen, Äther und Palmer. Ein frohes Laternenritual. Vielen Dank. Rücksehen, ich wünsche dir auch alles Gute. Alles Gute zum Laternenritual. Wir haben gesehen, dass die Alcor eine Menge von Waren aus dem Meer und Dekorationen hat. Es ist so lebendig wie eine Stadt. Nicht schlecht, oder? Die gesamte Dekoration wurde vom Kapitän ausgesucht. Sie wollte, dass sich die Diensthabenden während des Festes wie zu Hause fühlen. Und nicht nur das. Für der Laternenritual hat der Kapitän jedem von uns eine Prämie gegeben und mehrere große Festmahle organisiert. Das Essen für jedes Festmahl wird bei renommierten Restaurants bestellt. Nicht nur bei der Restaurant Ronim, da wir immer besuchen, sondern auch bei Lokal Cinqui und Liu Pavillon. Alle haben sich sehr gefreut. Palmer will das auch probieren. Oh, Prämien und Festmahl, wie schön. Palmer hatte keine Ahnung, dass beide auch so ein Auge für Details hat. Eigentlich hat der Kapitän die Angelegenheiten der Flotte immer sorgfältig in Ordnung gehalten. Wir werden nicht nur sehr gut bezahlt, sondern sie hat bei den Feiertagen auch Geschenke für unsere Familien vorbereitet. So hat der Kapitän von Tianquang einige geschäftliche Informationen erhalten und die Verwaltungsstrategie für die Krux verbessert. Die Einnahmen der Flotte sind in die Höhe geschnellt. Der Kapitän hat auch unsere Gehälter erhöht. Auf diese Weise ist die Mannschaft für jede Herausforderung am besten gerüstet. Wenn die neuen Rekruten hören, wie gut die Krux-Flotte ihre Mannschaft behandelt, werden sie besonders motiviert sein. Herausforderungen? Sollten während der Laternendorf nicht alle in Urlaub sein, macht ihr noch Überstunden? Nicht dergleichen, keine Sorge. Der Kapitän hat im Voraus schon eine Umfrage gemacht. Ein Teil der Mannschaft wird vorzeitig Urlaub gewährt, während die anderen Tage später frei nehmen können. Auf diese Weise erhält jeder der Ferien jeder die Ferien und es wird immer jemand da sein, der die Alcor bedient. Ich gehöre zu der Gruppe, die früher Urlaub bekommen hat und bin völlig erfrischt auf meinen Posten zurückgekommen. Ich bereite mich gerade auf meine Ausbildungsprüfung vor, durch den Nebel und Wellen. Durch den Nebel und Wellen, aber wohin?
Ist es eine neue Herausforderung? Genau, du hast es erraten. In den letzten 2 Jahren ist das Handelsvolumen in Liebe stark angestiegen und viele Menschen haben sich den Matrosen angeschlossen. Geduld, Mut und Einsichtigkeit sind bei der Schiffsfahrt höchst anspruchsvolle Fähigkeiten. Matrosen müssen angemessen ausgebildet sein, um ein Schiff sicher zu fahren. Neben dem Erwerb der 4 Hauptzertifikate und 5 Nebenzertifikaten, die insgesamt 9 vom Rat für allgemeine Angelegenheiten vorgeschriebene navigationsbezogene Qualifikation ist auch eine 2-jährige maritime Ausbildung erforderlich. 9 Qualifikationen und noch eine 2-jährige Ausbildung, das ist doch schwer. Ja, das ist doch so schwer. So schwer ist das nicht. Schließlich ist es besser, sich auf die Arbeit gut vorzubereiten, als unvorbereitet aufs Meer hinauszufahren und eine böse Überraschung zu erleben. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten organisiert die meisten Ausbildungskurse, die jeder mit passablen Segelkenntnissen absolvieren kann. Diese Kurse sind nicht allzu schwierig. Natürlich werden einige Handelsschiffe auch was, Natürlich werden auch einige Handelsschiffe auf gefährliche Gewässer durchqueren müssen. Da müssen die Matrosen auf diesen Schiffen noch gründlicher ausgebildet werden. Angesichts der Erfahrung der Kruxflotte im Umgang mit rauer See haben wir gemeinsam mit dem Rat ein intensives Ausbildungsprogramm organisiert. Matrosen, die die Ausbildung erfolgreich absolvieren, erhalten nach Abschluss ein Zertifikat für die Qualifikation für gefährliche Gewässer und einige vom Rat vorbereitete Belohnungen. Da ich mich in umliegenden Gewässern am besten auskenne, hat mich der Kapitän mit der Planung dieser Ausbildungsprüfung beauftragt. Wartet mal, Kosten, ihr seid doch auch ziemlich gut mit den Wellenreiter, oder wollt ihr es auch mal versuchen? Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich mich freuen, wenn ihr mir Vor- und Nachteile dieser Prüfung mitteilen würdet, damit ich sie rechtzeitig verbessern kann. Nun, Palmer will auch wissen, wie viel Geschick die Mannschaft braucht, um die gefährlichen Gewässer zu durchqueren. Und dass die Belohnung gibt es auch noch. Jeder profitiert etwas davon. Versuchen wir es doch mal. So viel Wagemut, dann markiere ich die Route durch den Nebel und Wellen für euch. Bitte gebt euer Bestes. Durch Nebel und Wellen gibt es Mehrspielermodus, Hitzewellenmodus und Einspielermodus, ruhige Seemodus. Durch den Abschluss dieser Mode hast du die Gelegenheit, alle Belohnungen zu erhalten. Hitzewellenmodus klingt sehr merkwürdig. Und durch insgesamt sind 3 verschiedene Routen vom Beginn der Herausforderung wird eine dieser Routen zufällig ausgewählt. Im Teil kannst du die Regeln der einzelnen Routen und der Erläuterung zur Spielweise nachlesen. Zu Beginn der Herausforderung kann Wellenreiter eine schwere Kanone nicht benutzen, indem du auf die Route leuchtende Objekte aufsammelst, erhältst du zufällige Spezialtechniken. Die sinnvolle Einsatz dieser Spezialtechnik kann eine große Hilfe für das Bestehen der Herausforderung sein. Bei der Herausforderung werden die LP des Wellenreiters durch Robustheit ersetzt. Wenn beim Hitzewellenmodus die Robustheit deines Wellenreiters aufgebraucht ist, verlierst du sämtlichen erhaltenen Herausforderungsteil und trittst in den Schiffsbeobachtermodus ein. In diesem Modus kannst du keine weiteren Herausforderungsteile oder leuchtende Objekte einsammeln. Nach einer Weile endet der Schiffsbeobachtungsmodus und der Wellenreiter kann wieder an der Herausforderung teilhaben. Sobald beim ruhigen Seemodus die Robustheit aufgebraucht wird, endet die Herausforderung und die Auswertung beginnt. Bei Ende der Herausforderung erhältst du umso mehr Punkte, je mehr Herausforderungsteile du eingesammelt hast. Wir brauchen 5000.
Okay. Ja, das ist jetzt... Wird lustig, würde ich mal sagen. Durch den Nebel und die Herausforderung. Ja. Der Hitzewelle-Modus oder das? Das ist ja eigentlich total egal. Moment. Ich mache erstmal den ruhige See-Modus. Wenn wir eh nur 2000 kriegen können. Ja, mit den Moneten. Schottendicht. Gar nicht mal so leicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also, ohne sich anzustrengen. Ja, es geht. Ohne sich anzustrengen, 800 Punkte ist okay, ist nicht gut, ist aber okay. Ja, nochmal. Wir können jetzt 2000 einsammeln, also machen wir die 2000. Oh, 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 oh. Ich sehe nichts. Also Mehrspielermodus, das stelle ich mir einfach nur gemein vor. Gott. Das ist zwar ein nettes Ding, aber... Also um wirklich Münzen zu holen, ist die Technik echt doof. Das Speed ist ein bisschen zu heftig dafür. Wir haben es verschlechtert. Mann, oh. Aber das wird ja mit angerechnet, von daher... Einmal können wir so gesehen noch.
wollen wir denn so gesehen? Ja. Genau, einmal können wir noch und danach geht's erstmal nicht mehr. Also dann bringst du keine Punkte mehr, deswegen lohnt sich's dann nicht. Ja, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Nein. Ich habe ein Schutzschild. Also je nachdem, was man gerade hat, kann das echt toll sein oder echt scheiße sein. Wieder so eine 800 reingeschrammt. Clear weather all around brightens the heart. Damit haben wir aber hier Max erreicht, deswegen lassen wir das für heute dann sein. Das heißt, wir gehen zum nächsten Event. Strahlende Funken. Das ist so ein schönes Bild jetzt, wie die Sonne untergeht. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Boah, du hast geehrte Abenteuer genannt, was für eine tolle Erhaltung. In letzter Zeit haben wir eine Menge Spaß, aber auch haben wir das seltsame Gefühl, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Ihr seid extrem fleißige Abenteuer, ich bin sicher, dass wir uns irgendwann über den Weg gelaufen sind. Ich bin Tianchan. Normalerweise habe ich mich in der Nähe des Faiyun-Hangs herum und suche nach neuen Mitgliedern für die Abenteuergilde. Fast alle und sogar auch ihre Katzen und Hunde, die dort vorbeikommen, haben meine Stimme gehört. Ja, du kommst mir bekannt vor. Ja, das bedeutet, dass meine harte Arbeit von euch bemerkt wurde. Das ist ein weiterer Grund, euch mein Meisterwerk zu zeigen. Als geehrte Abenteuer helfen wir dir natürlich gerne. Kannst du uns ein wenig über die besonderen Abenteuer erzählen?
Klar, dann komme ich gleich zur Sache. Vor kurzem bin ich in eine Buchhandlung und wann auf einen neuen Roman gestoßen. Nein, ich sollte sagen, ich habe neue Informationen gefunden. Ich habe bemerkt, dass die Erwartungen der Menschen an das Abenteuern gestiegen sind und Aktivitäten wie Bergsteigen und Gleiten mit Windkleid nicht mehr so spannend sind wie früher. Um mehr Menschen dazu zu bringen, den Abenteuergilde beizutreten, müssen wir uns neue, aufregende Erfahrungen ausdenken. So habe ich zusammen mit ein paar auswärtigen Anwerbern eine Menge Geld ausgegeben und ein paar Bergsteiger und Feuerwerkskünstler zu Rate gezogen, um eine ganz neue Art von Wettrennen zu entwickeln. Es gibt viele Mechanismen, die in der Herausforderung ausgelegt sind. Tritt einfach auf sie und nutze den Schwung der Feuerwerkskörper und Schießpulver und den Himmel zu beschleunigen. Feuerwerkskörper, Schießpulver während der Herausforderung schießt du Menschen in den Himmel, Palmer fliegt mit Feuerwerk. Warum bist du so aufgeregt? Du gehst auch nach vorne. Mit deiner Stärke wird dich ein aktuelles Fass von dir zwar nicht aus der Ruhe bringen, aber wer weiß, es könnte sein, dass diese Explosionen dich wirklich vom Boden wegbringen. Mach dir keine Sorgen, die Explosionen befinden sich in einem robusten Gerät. Ich habe die notwendigen Vorgänge getroffen, um sicherzustellen, dass sie sicher und verletzungsfrei ist. Außerdem habe ich es offiziell dem Rat für allgemeine Angelegenheiten gemeldet und auch mehrfach publik gemacht, dass man niemals nachahmen sollte. So viele Details, du hast dir wirklich viele Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass selbst die langweiligsten Menschen inspiriert werden, wenn sie an den Wettrennen teilnehmen. Geehrte Abenteurer, ihr habt einen guten Ruf. Wenn ihr bei diesen Wettrennen mit gutem Beispiel vorangeht, werde ich sicherlich viele Leute anziehen. Ich habe auch tolle Belohnung für die Herausforderung vorbereitet. Sie werden sicher mehr Leute dazu ermutigen, der Abenteuergilde beizutreten. Wie schön. Rennen mit Feuerwerk und Schießpulver. Stimmt, es gibt keinen Grund, es zu verpassen, wenn wir noch Belohnung bekommen können. Dann ist es abgemacht. Probiert es doch einfach mal aus. Hey, es gibt eine Menge Strecken, die ihr ausprobieren könnt. Ich bin sicher, ihr werdet viel Spaß damit haben. Und ich werde Ergebnisse erzielen, für die ich sonst Monate brauche. Alle werden zufrieden sein. Okay, 3000 Halte. Okay, das geht eigentlich. Punkte, die kriegen wir doch hin, oder? Time to go. Die Wetten werden noch angenommen. Schaff ich es oder schaff ich es nicht? In weniger Zeit du über 1000 strahlenden Funken gebraucht. Und je mehr Herausforderungstaler du unterwegs gesammelt hast, desto höher ist deine Punktezahl am Ende der Herausforderung. Durch Anzahl des Feuerwerksschutzes bei der Herausforderung kannst du die Spezialtechnik Funkensprung erhalten. Beim Ausleben von Funkensprung stirbt die Figur wild voran und hält alle in der Nähe befindliche Herausforderungstal. Außerdem kannst du mit dem Funkensprung Barrikadenfrüchte durchschlagen. Nachdem du dich in der Nähe Feuerwerksfrucht begeben hast, kannst du die Kraft der Feuerwerkserhalt schnell zu einer gewissen Höhe aufsteigen und am höchsten Punkt automatisch der ein Windleiter entfalten. Einen kleinen Moment.
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Und jetzt geht's schon wieder weiter. Muss schnell was schreiben. Follow the wind. Time to go. Ah, verdammt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, 3400. Ich würde mal sagen, passt. Den ersten Versuch habe ich mich doch gar nicht mal so beschissen angestellt. Hier mal. Oh. Zwischen den rätselhaften Würfen ihres Standardmodell. Okay. Pilze des feuchten Jadewaldes. Okay. Noch ein paar Feuerwerkskörper. Schießen wir dann Pilz hier ab. Stimmt, wir haben ja... Haben wir nicht. Hatten wir nicht mal? Genau hier, Abschussrohr. Zündvorbereitung. Schmelzen. Vorbereitung. Oh Gott. Zünden.
echt einen blöden Platz ausgesucht dafür. Time to go. Einfach ein blöder Platz. Ein paar Worte zur Vorstellung. Sollten wir echt nicht solche tollen Orte für solche Sachen suchen. Hier hatten wir doch immer die Bildrätsel. Ja, der nördlichste Angestellte findet an der Vorstellung statt. Dieser Austrag ist ziemlich ungenau. Er wird nicht gesagt, was die Vorstellung ist oder wer daran auftritt. Lass uns zuerst selbst danach suchen. Wenn wir sie nicht finden, können wir auch die Passanten fragen. Es sind viele Leute da. Paimon sieht es aus, so viele Leute sind dort versammelt. Vielleicht nur wegen der Vorstellung. Fragen wir sie doch. Glücklich und froh, friedlich und wohl. Hallo. Wird es hier bald eine Vorstellung geben? Ja, es wird bald ein Schattentheater geben. Seid ihr auch dabei? Das Stück heißt also Schattentheater? Nein, Schattentheater und Livie-Opfer sind nicht dasselbe. Sing. Die Vorstellung beginnt gleich. Sei still, sonst beeinträchtigst du die Vorstellung. Ah, klar. Ihr werdet bald sehen, was ein Schattentheater ist. Die Gäste, wir werden heute die Geschichte von dem bärtigen Mann ausführen. Wenn ihr vor der Vorstellung auf die Toilette gehen oder ein Getränk zu sich nehmen möchtet, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Aber beeilt euch, die Vorstellung wartet nicht. Diese Vorstellung heißt also der bärtige Mann. Die Geschichte hat Paimon noch nie gehört. Psst, wir können dich immer noch hören, selbst wenn du flüsterst, sei leise. Bitte, du kannst in der Spielpause reden. Oh, es tut mir leid. Es tut Paimon an Spielpause. Die Geschichte des bärtigen Mannes ist ziemlich lang. Eigentlich wäre sie zu lang, um sie zu einem Durchgang zu spielen. Deswegen lässt der Spielleiter die Zuschauer in die Spielpause wählen, welche Szene sie sehen möchten. Versuche mir das Stück anzuhören. Ja klar, ich störe nicht mehr. Liebe Zuschauer, welche Szene von der bärtige Mann würdet ihr gerne sehen? Bergtor, ein Besuch bei Adepten gegen Dämonen oder hoch in den Himmel. Solange ihr es benennen könnt, kann ich es ausführen. Ich möchte sehen, wie der bärtige Mann gegen Dämonen kämpft. Es ist besonders attraktiv und gewinnt jedes Mal. Ein Besuch bei Adepten und gegen Dämonen haben wir so oft gesehen. Hast du sie nicht satt? Ich sehe gerne, wie der bärtige Mann nach Hause zu seiner Schwester geht. Er hat eine Schwester, ich habe gar keine Ahnung, dieses Stück habe ich definitiv noch nicht gesehen. Du bist wirklich ein Kenner, nicht viele Leute fragen nach Heimkehr, nicht einmal alte Zuschauer wissen viel darüber. Also gut, zum Lernen werden wir nicht die Handlung mit Monstern aufführen, wir werden eine Geschichte erzählen, wie Liebende zueinander finden. In dieser Szene treten 3 Figuren auf. Unter dem bärtigen Mann, den ihr natürlich kennt, gibt es noch ein einsames Mädchen namens Yibing und einen ehrlichen Herrn namens Nanfeng. Verstehst du irgendetwas davon? Der Palmer versteht das alles überhaupt nicht. Es gibt also einen Kerl, der bärtige Mann genannt wird, aber es hört sich so an, als gäbe es auch eine Menge Nebencharaktere. Aber von uns steht ein Schauspieler auf der Bühne und das ist ein Paravent. Wie kann das eine Vorführung sein? Das hat wohl jemand noch nie ein Schattentheater gesehen. Oje mitten in der hinteren Ecke fragte, wie hier allein 2 Orte gleichzeitig sein kann, damit die Vorstellung funktioniert. Du hast es vielleicht noch nicht gehört. Unser Schattentheater ist nicht so exquisit wie Livie Oper, aber es hat eine unverwechselbare Einzigartigkeit. Während die Figuren in Livie Oper von echten Menschen verkörpert werden, sind die Schauspieler in unserer Vorstellung
mit auf Seite aufgeklebte Papierfiguren dargestellt. Während die Liquid auf einer großen Holzbühne stattfindet, ist die Bühne für unsere Vorstellung ein dünnes Blatt Papier auf einem Holzregal, da die Schatten unserer Schauspieler auf dieser Bühne auf diese dünne Papierschicht projiziert werden, nennen wir sie es Schattentheater. Ich bin der Erzähler, kein Schauspieler. Du wirst drei Papierschauspieler in einem Moment sehen. Yingong, ich glaube, Sie wissen auch nicht über den bärtigen Mann. Könntest du seine Geschichte noch einmal erzählen? Die Geschichte, mit der du immer anfängst? Der Sandmann, die ersten Auftritte. Ich würde es auch gerne hören. Bitte erzähl uns davon. Erster Auftritt. Man sagt, dass er mit Ehrgeiz die Grenze des Himmels übersieht, aber das Elend der Welt kennt keine Grenzen. Es gab einen Mann namens Huang Guang, der unter der Ungerechtigkeit der Menschenwelt litt und sich in die Berge zurückzog. Zufälligerweise wurde er Schüler eines Adepten, veränderte sein Aussehen und ließ sich einen schwarzen Bart wachsen. Daher ist er als der bärtige Mann bekannt. Im Auftrag der Adepten erschlug er Monster und verscheuchte Dämonen mit seinem Schwert. Der bärtige Mann trainierte viele Jahre lang und eignete sich schließlich die Weite des Adepten an. Als er gerade in sein Behausung zurückkehren wollte, wurde er von Adepten erleuchtet und erinnerte sich an seine Vergangenheit. Es stellte sich heraus, dass er noch eine Verbindung zur Menschenwelt hatte. Er hatte nämlich eine jüngere Schwester namens Yibing. In der Welt der Sterblichen, sie war nun alleine und hilflos. Sie traute um das bittere Schicksal ihres Bruders und erwartete nicht, dass er nach Hause zurückkehren würde. Und wie die Geschichte weitergeht, bitte schaut und hört zu. Hey, steht nicht einfach da, Zeit zu klatschen. Bravo! Das ist eine Regel, wann wir klatschen sollten? Na gut. Ich danke euch allen. Wir sollten eigentlich die Darbietung fortsetzen, aber ich merke, dass diese beiden Gäste ein wenig verwirrt sind. Wie wäre es, wenn ich die beiden aus dem Publikum bitten würde, mir bei der Regie zu helfen? Das wird euch helfen, die Geschichte besser zu verstehen und auch unseren Schauspielern helfen, auf dieser Bühne voranzukommen. Was meint ihr dazu? Oh, warum lässt du mich nicht ein? Ich weiß alles über Schattenerde. Lass es mich probieren. Du warst schon oft dabei. Sitz still und schau zu. Klingt gut. Bei der Regie zu helfen hat das noch nie gemacht. Paimon will es mal versuchen. Ja, Paimon hat das noch nie gemacht. Werde ich euch bitten, euch vorzubereiten. Sobald ihr beide in Position seid, beginnt die Vorstellung. Schattentheater. Wie ist jetzt bei dem Mann so mächtig? Ich wünschte, ich könnte es stark sein wie er. Also seid ihr bereit? Jawohl! So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich platziere euch die bärtige Mann, Heimkehr. Zurück in die Heimat. Ja, gut. Nach Beginn der Forschung wird der Schauspieler Huang Heng mit der festgelegten Geschwindigkeit über die Bühne gehen. Wenn er auf den Rand der Papierfangers oder eines Hindernisses trifft, ändert er seinen Laufweg. Auf Heng Verteidigungen fallen auf, die im Weg versperren. Wenn der Huang auf eine der Fallen trifft, scheitert die Vorstellung. Durch Verschieben der Papiervorhangs kannst du Huang Hengs Laufwerk ändern und umgehe auf diese Weise die Fallen und führe ihn an sein Ziel. Ich hätte eigentlich genau alles machen können. Nächste Szene. Uff.
Doofes Ding. Nächste Szene. Bing, ich bin zurück. Okay, das war's schon. Okay. Damit haben wir für heute alles fertig. Würde mal sagen, wir erkunden jetzt weiter. Nur die Sache, wo machen wir jetzt weiter? So. Warum auch immer ich mir da irgendwas markiert habe. Das aus Versehen war. Hang. Ich hätte da was. Durch die neuen Siegel und sowas könnte ich den ja öffnen. Oder ist hier irgendwie. Nee, das ist nichts in der Nähe. Hier unten sind Eier. Eier können wir gebrauchen. Doch keine Eier, nur Erz. Davon sah wie Eier aus. Oh. Das wird also wieder so ein kleiner Klettertour-Guide. Nein. Auf jeden Fall da hinten ist was und da oben, das müsste was sein. Happy to oblige. I'm not happy. Ja, willkommen. Shine down. Now you shall perish. Fallen leaves, adorn my night. Your coming was foretold. Könnt ihr nicht. Könnt ihr nicht einfach alle direkt kommen?
Who says there aren't benefits to a life of wandering? Mann. Wir können doch ruhig alle einfach hier alle auf einmal und dann haben wir es schneller fertig. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Das Schöne ist, hier werden nur die Siegel abgegeben und deswegen hätte ich noch einen Schlüssel bekommen. Yay! Doch nicht yay. Weil... Time to go. You are not welcome here. There is no escape. Was machst du denn da unten? Care for a dance. Catch this. Fair. Torn to oblivion. Dance illusion shattered. Be a good audience. Waste to the wicked. What fair. Clouds high. Not The done. birds come. You were here to watch. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Ja, nicht so. Ja, da haben wir den ja aus Versehen angemacht. Auch gut. Mich raten. Ja. Immer der Sonne entgegen. Time to go to work. Buchseite. Ganz am Rand. Die Buchseite. Das ist alles, was mit einem Stern markiert ist, ist eine Buchseite. Into the wind. Shine down. Ist ja noch einer. Halt dann nehmen wir alle runter. Nicht runter. There is no escape. Where do you think you're going? Goodbye. But we'll meet again. Ich mag das nicht, wenn die runterfahren. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Ich brauche hier die Früchte. Die Schlangen sind halt auch nicht Licht. Das noch recht neu ist, hat man da halt von fast gar nicht. Braucht man zwar für das eine Rezept und für das andere weiß ich nicht.
nächste Kiste. Da ist auch. Ja. Da komm her. Nicht runterfallen. Wohl. Halt dann doch. Flames, purge! Ah, ich hätte ihn gegen den Felsen hier schleudern sollen. Your journey ends here. Ach. Noch eine Buchseite. That hurts! Wind strike! Shine down! Fallen leaves, adorn my night! Your sacrifice is ready. Rebuild! Wind strike! A golden slumber. Ich glaube, das war der Kroko. Es müsste der Krokomann gewesen sein. A fateful offering. Time to go! Moment, wir haben das ja jetzt alles fertig. Wäre jetzt doof. Genau. Eine Luxustruhe, sehr schön. A fateful offering. Dann legen wir erster Impuls. Ich habe die Truhe jetzt fertig. Ich gehe woanders hin. Follow the wind. Time to go. Time to go to work. Hier ist irgendwo was. Wind strike. We'll meet again. Die Frage, wo? Oh. Ich sehe hier nichts. Time to go. Nö. Ja, aber hier müsste irgendwie was sein.
irgendwie. Die ist halt nicht. The wind knows me. Scheint wie eine Höhle zu sein oder so, aber der eigentlich kein Eingang. Oder wenn, dann sehe ich ihn nicht. Time to go. Der kommt weit, ich sehe da nichts. Oben sieht es halt auch nicht danach aus. Weit oben wird das doch auch nicht sein, oder? Ja, ich habe es mir markiert für später. Wir haben ja noch genug mal Kunden. Und zum Finden vor allen Dingen. Dass man offensichtliche Sachen gern mal übersieht. Ja. Wäre nicht das erste Mal so. Okay, das ist mehr als offensichtlich. One with nature. Habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger deaktiviert. Wahrscheinlich irgendwie questmäßig. Wenn man da irgendwie was bekommt. So heißt es. Nächste Markierung. Mein Ohr. Gut, hier ist eh noch so ein Ding. Kann ich im Grunde direkt noch eine Markierung hinmachen. Bei den anderen habe ich zwar nie gemacht, aber ich kann damit anfangen. Die Ecke kennen wir wahrscheinlich schon alles. Ist ja gut. Time to go. Time to go. Na. Auf jeden Fall sind wir unten. Ja, das ist die Höhle, die wir kennen. Time to go. Hier haben wir auch nichts übersehen, wie es aussieht. Da würde ich ja fast sagen, wir gehen. Ich würde diese Ecke hier eigentlich kennen.
Gehen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, mehr in die Mitte. War zwar jetzt nicht ganz so geplant, dass wir direkt was finden, aber umso besser. Into the wind. Da liegt doch was. Für diejenigen, die nach uns kommen, wenn es ein Gebet zum Lob der Nacht gäbe, würde ich dann diesen 4. Zeile zum Gedenken an die Unglücklichen singen. Wow. An die Unglücklichen singen, für Jibrael an dem Boden unter den Füßen verlor. Wie könnte man das Vorbeiziehen einer Wolke oder das Vergehen des wehenden Windes begreifen? Wie könnte man sich ein Sandkorn vorstellen, das in die Wüste fällt, wie ein im Wasser verschwindendes Tröpfchen? Ich habe geglaubt, dass Jibrael der Letzte sein würde. Er hätte der Letzte sein sollen, aber wer hätte das gedacht? Vielleicht haben wir ihn in die vielen Unfällen unerwartet gebrochen. Jibrael, so ein geschickter und flinker Kerl. Wer hätte gedacht, dass er von der Seite der Ruine ins Tal stürzen würde? Unerwartet. Jetzt sind nur noch Samael und ich übrig. Ja, wir sind die Letzten, diesen kleinen Erkundungsteam. Diese Reise ist verflucht, aber keine Sorge, bald wird sie ihr Ende finden, erreichen. Ja, bald Tarafa. Ja. Time to go. Okay, das Ende erreichen. Follow the wind. Spiel mit den Krokodilen. Wir spielen hier wieder mit den Sandbums da ein bisschen umher. Bogenschütze. Der Bogenschütz. Der Jutta, der Bogenschütz. Are you going to hold a festival? So. Das hätte ich gerne aktiv. Das kann deaktiviert werden. Das kann deaktiviert werden. Und das, ja, das ist aktiv. So. Und jetzt Sand, bitte. Das, noch mehr Sand, please. Fühlt sich ja nicht richtig. Jetzt. Jetzt sind sie alle voll. A fateful offering. Ich hätte hier eben Bogenschützen gebraucht.
let me open it. Das haben wir schon gelesen. Follow the wind. Was machen die denn hier? As one with wind and cloud. There is no escape. Now you're testing my patience. We'll meet again. Steintafel. Eine intakte Steintafel mit eleganten, aber unverständlichen Inschriften. Fernreise, Logbucheintrag. Für diejenigen, die nach uns kommen, sie hat uns ausgetrickst. Der Schlüsselstand ist echt. Kein Wunder, dass Siegbriel und Samuel so fest daran glauben. Der große Ingenieur hat hier wirklich Spuren hinterlassen, so wie wir es in alten Wörtern gelesen haben. Ich dachte, es seien Lügen, um die Geschichte zu verschleiern, aber jetzt ist der Ort, den sie beschreiben, haben hier vor unsere Augen. Dies ist der dritte Ort der Anbetung. Hier muss der geheime Schatz von Gurabat versteckt sein. Aber dieser Schlüsselstein ist nicht ausreichend. Es muss noch etwas anderes geben. Es muss eine andere Methode geben, um das große Tor von Gurabat zu öffnen. Solange wir den Weg hineinfinden, können wir den Schatz finden. Dann wäre diese Erkundung nicht umsonst gewesen. Aber dann, oh nein. Was habe ich überhaupt getan, Tarafa? Okay. Erstmal holen wir uns Fischi. Den Fisch kann ich halt gebrauchen. Care for a Ah, komm. dance. Fire hazard. Cool bishop down. Illusion shattered. Now you shall perish. The curtain falls. Boah. Irgendwie tut sie mir ja leid. Und nur ein bisschen. Brings a smile to my face. Aber von den Pilzen habe ich wahrscheinlich viel zu viele normale Pilze. Seli, ich hab dich gesehen. Das interessiert mich gerade weniger. Ist ja gut. The wind knows me. Fallen leaves adorn my... Hold the line. Covenant of the Deep.
Jede Kleinigkeit sollte man sammeln. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Gehen wir wieder weiter hier. Ja. Ein Tor oder sowas hatte ich noch nicht gesehen. There is no escape. Torn to oblivion. So schön das ist, wenn die vereist oder selber vereist werden. Muss ich nicht haben. Oh. One with nature. Irgendwie sehen dann nach einer Sackgasse aus. Ja, es sieht gewaltig nach einer Sackgasse aus. Ja gut. Time to go. Halt wieder zurück. Ist doch auch kein Tor oder so. Keine Ahnung. Time to go. I follow the wind. Jetzt irgendwie fast erwartet, dass hier noch irgendwie was ist. Das müsste irgendwie der Grund, warum ich hier überwache. Buchseite. Das da oben. Noch eine Buchseite. 2 Buchseiten nebeneinander. Ja, wie hier auch. Sind auch 2 recht nah beieinander. Hatten wir hier unten ja auch.
da 2, glaube ich, waren. Logbucheintrag. Oh. The wind knows it. Die da oben. Rust and rebuild. Shine down. Wind strike. Clouds high. The birds call. Follow the wind. Man sollte ja mitnehmen, was man kann. Das ist einfach nur sowas. Warum auch immer man die anmachen kann. Irritiert mich dann doch irgendwie. That's close enough. Into the wind. Fallen leaves adorn my night. Tschüss. Time to go. Hey, ihr seid auch nicht willkommen. That's close enough. There is no escape. Now you shall perish. Ah. Hätte ich ja fast übersehen. Du willst was von mir? Du stehst so weit am Rand. Komm mal näher. Shine down. Also, das hier kann an, das aus und der an. So, unten ist voll. Jetzt kann der andere gefüllt werden. Hier. A fateful offering. Following orders. Time to get wind strike. Hier noch unseren Loot abholen. Into the wind. Wenn du meinst. Clouds high. The birds call. Illusion shattered. Take my
Time to go. Your journey ends here. Ja, dein Abenteuer endet hier. Deine Reise. The golden slumber. Und tschüss. Sind wir denn hier? Let's begin. Wind strike. As one with wind and cloud. Inazuma shines eternal. Yes. This is it. A fateful offering. Operationsbericht von Frau Hauptmann Sosa Hefner. Wir sagen wir unsere Zusammenarbeit mit den Stamm der Tanit-Treibers und das älteste Babel von Asarif haben deutlich ausgedrückt, dass sie zur Zusammenarbeit bereit sind, wenn wir ihr helfen, den gesamten Stand zu übernehmen, würde das für den Wüstenexpeditionstrupp von großem Nutzen sein, um die Oase der Ewigkeit eingehend zu erforschen. Die Machtübergabe innerhalb des Stammes der Tanit ist abgeschlossen und die anderen 8 Ältesten wurden aus dem Weg geräumt. Viel schneller als wir erwartet haben. Wir wissen nicht, welche List Babel angewandt hat. Vielleicht hat sie neue Attentäter eingeschleust. Einige sind gegangen, andere sind verschwunden. Der Stamm der Tanit wurde von Babel von Asarik in Ordnung gebracht. Es scheint, dass die jüngste Unruhe den Stamm keinen offensichtlichen Schaden zugefügt hat. Das kann eine gute Sache sein für unsere, vielleicht aber nicht. Auf jeden Fall ist es Zeit, dass wir unsere Versprechen einlösen. Der Stamm der Tanit wird von uns näher materielle und technische Unterstützung erhalten. Was auch immer das schon wieder abgeht. Time to go. Das ist hier der Höhleneingang. Ja. Time to go. Okay. Time to go. One with nature. The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. Time to go. Into the wind. Das sieht interessant aus. Aber ja gut. Time to go. One with nature. Komm auf diese Weise da nicht hoch. Machen uns das jetzt so einfach. Wahrscheinlich gibt es da einen anderen Weg. Gibt da bestimmt einen anderen und einen einfachen Weg.
Aber das ist jetzt der schnellste Weg, um sich das zu holen. Wenn es nicht der richtige ist. Das überhaupt noch hält. Wind strike. There is no escape. The fuse is lit. Turret, bring refuge. Das müsste so gesehen dafür was sein. Bingo. Dieses Wahrheitsding oder wie sich das schimpft. Das Land ist zwar schön, aber die bringt mir gerade gar nichts. Oh. Ach, hier ist noch. Die habe ich übersehen, mein Guter. Time to go. Brings a smile to my face. Würde ich mal sagen, machen wir erstmal hier Seitenteil. Der hier unten, der kann aus. Der kann an. Das Ding kann an. Das kommt aus. Der kann an. Jetzt lassen wir es erstmal nach unten fließen. Unten ist fertig. Machen wir den nächsten. Nächste ist fertig. Jetzt noch da oben. Jetzt. Mann. Was hätte denn noch ausgemacht? Moment, ich wechsle mal den Charakter. Macht mir gerade ein bisschen... 5 Pfeile sind nicht immer besser. It's time to pull the trigger. So. Ja, wenn ich jetzt so irgendwie einfach hochkommen würde. Oh. Okay, ging. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Oh. Dann ist hier noch eine Steintafel. Oh.
Ein bisschen Fleisch, was wir brauchen. Wir brauchen es völlig falsch ausgelegt, aber ist nicht, dass wir es nicht brauchen. Wir sehen, das neue Fleisch ist für die Rezepte ganz nützlich, wenn man ein bisschen was auf Vorrat haben. Ich sage ein bisschen was auf Vorrat, ja. Ich habe gern mehr als nur ein bisschen. Hier ist irgendwie was, aber das ist was wahrscheinlich irgendwie storymäßig. Ja, nur noch zwei. Ja, von wegen sind nur noch zwei. Ja, auch noch drei. The wind knows me. Time to go. Was auch immer ich den hier brauche. Hierfür? Hätte ja sein Follow können. the wind. Mano. Wind strike. Hold the line. So unfair. Busted. Things are about to get dicey. Dass nichts wird, war jetzt irgendwie nicht zu erwarten. Time to go. Mittelebene. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Clouds high. The birds call. There is no escape. Inazuma shines eternal. Eine sehe ich definitiv schon. Okay. A new punching bag. Quietly now. Time to go. Need more. Time to go. Müsste das nicht dann hier irgendwo sein? Ja.
sacrifice, one with nature. Fallen leaves, adorn my night. Ja, ja, ist ja gut. Into the wind. As one with wind and cloud. Irgendwo. Follow the wind. Warum müsste ja hier was sein? Achso, nee, das haben wir ja schon fertig hier. Das kennen wir. Ja, sonst nichts. Time to go. Loot oder das war's? The wind knows me. Ah, hier. Wir sehen jetzt die anderen kommen. Time to go. Following orders. Illusion shattered. Torn to oblivion. That's close enough. Into the wind. Wind strike. Jetzt war gesehen eigentlich nur die Frage. Oh. Das war nicht wirklich versteckt. Das ist alles irgendwo tief. Je nach hier ist es hier, aber hier ist ja nichts. Time to go. So. Falling leaves, adorn my night. Boah, dann haben wir alles.
with nature. Wind Strider. Wiederherstellen. Yep. A fateful offering. Was sagen die Prozente jetzt inzwischen? 45. Mehr als ich erwartet habe. Dafür, dass man eigentlich nicht viel gemacht. Dann ist der Temp hier so wahrscheinlich. Hier. Das sein auch, dass hier was ist. Noch viel zu erkunden. Das Schöne ist, dass man jetzt sieht, was ist oben, was ist unten. Vor allen Dingen würde ich ja gern, hier oben war ja noch ein Raum, der zu war, und hier war auch noch eine Tür, die zu war. Räume, wo ich gerne noch rein möchte. Die Ecke fehlt noch bei mir. Die fehlt da noch. Ansonsten prozentmäßig sind es uns hier relativ gut aus. Vor allem auch so von den, was man so erkunden kann, würde ich mal jetzt behaupten, dass das meiste eigentlich erkundet ist. Hier ist noch irgendwie eine Truhe, wo ich noch nicht weiß. Also ich weiß, dass da eine Truhe sein müsste, aber ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich würde mal sagen, an der Stelle erstmal würde ich den Stream beenden. Ich würde mal vielleicht sagen, es ist so morgen, ja, vielleicht geht's morgen dann weiter so. Wherever in this world Mal gucken, ab 12 oder ab 1 mal so um die Zeit vielleicht. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Ich denke mal morgen dann wieder den Event ein bisschen, das bisschen das machen und dann ein bisschen weiter erkunden. Muss ja heute auch noch ein bisschen weiter aufnehmen, storytechnisch so ein bisschen da. Quest. Die Quest gehen so weit auf. Dann solche Sachen jetzt über Twitch, dann ist ja so gesehen, später ist es so gesehen auf YouTube. There are leaves auf dem Streaming-Archiv dann zu sehen. Just the tune to accompany them. Muss ich wirklich, habe ich auch noch mal eintragen. Aber von daher hin, sag ich mal, bis morgen. Schönen Abend.